Ist es möglich, einen Turnsaal mit Celsius-Infrarotheizung zu beheizen? Herzlich willkommen im neuen Video. Heute geht es darum, wir haben da einen Altbau, der was keine Wärmeabnehmung hat, wo noch, wie ihr seht, heute zweifach Isolierglasfenster sind, das sind ca. 40 Jahre. Wir haben da 10 Meter Raumhöhe. Und wenn man das jetzt einmal da so sich einmal da anschaut, das ist riesengroß, das Volumen. Wir reden da bitte circa von 2.500 Kubikmeter Volumen. Und dieses Volumen vorher ist mit elektrischen Heizlüfter, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Heizgebläse, was man aus den Werkstätten kennt, sind 4 Stück da immer gelaufen mit über 60 kW pro Stunde Stromverbrauch. Das müsst ihr euch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn das heute den ganzen Tag gelaufen ist, ist es unmöglich gewesen, trotz hohen höchsten Stromverbrauch dieses Volumen auf warm zu kriegen. Jetzt haben wir da keine Wärmedämmung und dann schaut mal noch einmal bitte da mit mir aus. Da hinten ist ein hoher Berg. Und das ist natürlich jetzt eine große Herausforderung gewesen, parallel dazu eine Schule umbauen und in diese Schule kommen diese Paneele rein. Diese Schule natürlich während des Umbaus woanders hin hat müssen und jetzt hat man dieses Kultursaalgebäude hergenommen und hat da diesen Mehrzwecksaal, was für Veranstaltungen gedacht ist, auch für eben, wie gesagt, Mehrzweck und auch Turnsaal derzeit hergenommen. Nur man braucht darin eine Temperatur, weil sonst kannst du nicht nutzen. Und das ohne Wärmedämmung ist fast unmöglich. Mit Celsius geht es, weil ich nicht die Luft erwärme und sonst würde ja heute die warme Luft in dem Fall auf 10 Meter Raumhöhe oben sein, so wie bei heute jeder Fußbodenheizung, Wandheizung, Heizkörper. Es wird das Problem darin nicht lösen. Wir haben das gelöst. Durch unsere enorme Reichweite kann ich heute auch die großen Volumina wunderbar erreichen. Ich muss halt heute mehrere Paneele einsetzen, wie ihr da seht, das sind über 30 Stück, was da hinter mir sein. Und damit kann man das. Aber das Spannende dabei ist das, wir haben jetzt schon seit circa Ende September, Anfang Oktober da schon die ersten Schneefälle gehabt. Ergo dessen ist in dem Tal auch schon relativ kalt gewesen. November ist richtig kalt gewesen. Also es war ein massiver Temperatursturz. Und ich kann euch da dazu einmal ein paar Verbrauchsdaten jetzt da daneben einblenden, dass ihr mal seht, wie hat jetzt zum Beispiel der Verbrauch da im November ausgeschaut, wie hat es heute im Dezember ausgeschaut. Und ich kann euch eins sagen, wir haben da enorm Energie eingespart und wir haben drinnen in dem Raum eine Wärme, die hat es noch nie zuvor gegeben. Wir haben an der Gebäudehülle gar nichts geändert. Die Vorgabe für den Bereich war halt heute auch das, eine gleichmäßige Wärme, dass ich da drinnen auch turnen kann und dass ich es heute auch nutzen kann. Und wie ihr seht, schaut einmal mit mir jetzt mit. Schaut einmal, was da Celsius Typ 1 und wie ihr seht, auch alle in Wi-Fi. Und bitte nicht dran stören, die Kabel ist derzeit ein Professorium. Es ist darum gegangen, dass es einmal warm wird, weil dieser Raum wird ja dann auch noch einmal anderweitig genutzt. Und derzeit ist es nur gedacht, anstecken, warm haben, fertig. Das heißt, die Paneele sind eingehängt, die Wi-Fi-Steuerungen sind drauf, die sind alle über eine App angesteuert. Und wenn ihr jetzt da mal schaut einmal, was wir da Paneele haben. Es ist eigentlich fast nicht zu glauben, dass man heute so eine Volumina überhaupt beheizen kann. Also es ist schon gigantisch, von was wir da reden. Und jetzt schaut einmal, das sind überall Paneele. Dass ihr das einmal seht, in was für einer Größe wir uns da jetzt bewegen. Das nur einmal von der anderen Seite. Und jetzt schaut einmal, wie groß das da bitte ist. Wir reden da heute in einem Volumen von einer Kirche. Und das ist einfach sensationell. Und das geht bitte nur mit Infrarotreichweite. Es geht mit höchster Effizienz in der Steuertechnik. Deswegen alle Platten, was da drinnen sind heute in der App synchron. Das heißt, über unsere Celsius-App kann man jetzt diese Paneele alle da drinnen einzeln ansteuern. Jede einzelne Platten sorgt für einen idealen Stromverbrauch von 550 Watt bis auf 50 Watt pro Stunde runter. Das muss man sich mal vorstellen. 50 Watt entspricht heute einem alten Halogenspot. Das muss man sich mal vorstellen. Was glaubt ihr, was da jede einzelne Platten bei minus 10 Grad Stromverbrauch gehabt hat? Was glaubt ihr? Ich zeige euch da noch ein paar Einblendungen, sonst glaubt ihr das nicht. Wir sind da jetzt die letzten Monate im Verbrauch zwischen 150 und 250 Watt für den ganzen Bereich mit den Paneelen. Das müsst ihr euch echt einmal vorstellen. Jedes einzelne Panel da drinnen
hat nur 150 bis 250 Watt, je nachdem, was ich für Außentemperatur gehabt habe, im Verbrauch. Und das macht es natürlich jetzt hochinteressant, weil es auch höchst effizient ist mit einer Elektroheizung, was da früher herinnen war, gar nichts mehr zu tun hat. Weil ich kann euch jetzt was einblenden, dass ich heute sagen kann, was ich früher heute in einer Stunde mit 4 große Heizlüfter darinnen an Energie verbraucht habe. Also wir reden mal von ein bisschen über 60 kW, brauche ich heute in 24 Stunden gleich viel Energie mit den Paneelen, als wie 2 Stunden darinnen die Heizlüfter laufen. Und die anderen 22 Stunden ist Einsparung. Also das ist richtig viel Einsparung. Und das ist eine ganz andere Wärme. Das Spannende dabei ist halt das, wenn ich jetzt da meine Wi-Fi-App habe, ich kann jetzt in jedes einzelne Panel von der Ferne auch, wenn ich unterwegs bin, kann ich reinschauen, ob da alles passt. Ich sehe in Echtzeit die Stromverbräuche. Ich kann sie von der Ferne stellen, ich kann sie von der Ferne warten. Das heißt, ich kann jetzt auch, zum Beispiel jetzt da habe ich es gerade gemacht, ein Update aufgespielt. Das heißt, die Heizungen sind immer am neuesten Stand. Das müsst ihr euch einmal vorstellen. Und da seht ihr jetzt dann zum Beispiel unsere kleinen Hygrometer, wo ich heute Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur noch erfasse. Und das ist deswegen so wichtig, weil man da erinnern, auf 1/10 Grad genau heizen. Kommt jetzt dann irgendwo eine Sonnenerwärmung rein, dann regulieren sich die Paneele sofort. Wenn jetzt darin mehrere Personen heute turnen, sich aufhalten oder Veranstaltungen, ist es alles Energie, wenn die Paneele erkennen, wenn sie im Stromverbrauch automatisch regulieren. Das ist Hightech, das ist die Celsius Infrarotheizung. Wenn ihr mehr Informationen zu Wi-Fi oder was haben wollt, schaut euch unsere Playlists an. Die sind bei uns im YouTube-Kanal zusammengefasst, was alles noch um Wi-Fi geht. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch, schreibt uns eine E-Mail unter office@infrarotheimel.at. Wer wissbegierig ist, schaut rein auf www.infrarotheimel.at, das ist unsere Webseite. Da sind auch viele Untergruppen, da ist Wi-Fi, eigene Untergruppen, ihr könnt das alles anschauen. Es ist sensationell. Aber was ganz wichtig ist, es muss immer die Kubikmeter zur Bauphysik zusammenpassen. Und deswegen ein Altbau und ein Neubau würde die Anzahl von den Paneelen noch ganz, ganz massiv reduzieren. Nur die Größe, was da heute ist, entspricht heute mehrere Häuser. Nur, dass ihr hätte das auch mal wisst. Man darf das nicht vergessen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Tut uns liken, tut uns abonnieren. Viert euch.